Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sketchbook-Tour. Ich bin Motschenmona und heute zeige ich euch dieses Skizzenbuch hier von Leuchtturm, was ich relativ schnell fertig bekommen habe. Und wir gehen gleich direkt rein und schauen uns dieses Schmuckstück an. Hallo, hallo, hallo. Wir haben hier ein Sketchbook, das ich, wie erwähnt, vergessen habe, euch zu zeigen. Dieses Sketchbook ist mein wirklich schnellstes Skizzenbuch so far. Ich habe das Skizzenbuch im April 25 angefangen und am 4.6.25 fertig gemacht. 24 Seiten sind in 2024 entstanden, als ich auf einer Convention gewesen bin, beziehungsweise da habe ich das eigentlich angefangen, dann habe ich das liegen lassen über ein Jahr und weil ich das fertig haben wollte, habe ich mich dann da dran gesetzt. Dieses Buch habe ich mit zum Art Department genommen, wie man unschwer erkennen kann. Das ist ein Leuchtturm-Skizzenbuch. Das hier ist übrigens von der lieben Vakuum Ink. Das ist mein Tattoo, was ich auf den Arm habe. Hier habe ich ein paar Acrylic-Marker geswatcht, die ich mir gegönnt habe, die ich wirklich extrem toll finde und damit werde ich auf jeden Fall noch weiterarbeiten. Ich muss auch sagen, direkt schon Spoiler Alert, für Acrylic-Marker ist dieses Skizzenbuch extrem gut. Wann? Sponsoring. Leuchtturm 1917. Ich benutze das irgendwie gefühlt ständig, aber ich glaube, ich habe keine mehr. Sad. Ja, das ist tatsächlich ein Bild von 2021. Das ist sehr alt. Ich zeige euch das mal. Da hatte ich dann schon angefangen, hier ein Startbild reinzuzeichnen und habe es dann wieder liegen lassen. Das Papier ist 150 Gramm. Das Format ist Querformat, 21 x 14,5 Zentimeter. Ist eigentlich für Landscapes gedacht, aber habe ich nicht gemacht. Hier habe ich den Tisch gezeichnet, auch 2021. Also fast ein bisschen gelogen mit dem 24 Seiten auf 2024. Aber es ist etwas alt. Hier sind, wie gesagt, alte Bilder von 2024. Das war auch im Art Department. Irgendwie kann ich nicht zeichnen, wenn ich irgendwo bin. Deswegen sehen die ersten Seiten auch so aus. Und ihr werdet feststellen, dass dieses Skizzenbuch extrem hässlich ist, aber egal. Hatte ich das sogar mit auf der Dukomi, weil Studio Orange waren da und habe nicht viel gezeichnet, wie man hier unschwer erkennen kann. Hier habe ich was ausgeschnitten, aber ich weiß auch nicht mehr was. Das sind auch von 2024. Ich finde es extrem krass, wenn ich euch das jetzt mal so zeige. Wenn ihr das jetzt seht, so. Ja, 2024, vor allen Dingen so, schaut mal auf das Gesicht. Und dann habe ich natürlich das andere Skizzenbuch nicht da. Doch, das ist ja mitunter mein aktuelles, da ist aber nicht viel drin. Und dann seht ihr das Gesicht oder Gesicht. Ja, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verbessert. Ja, hier fängt tatsächlich die Convention an. Das ist ein Fanart von Oshinoko. Ich zeichne eigentlich keine Fanarts, aber irgendwie ist das da passiert. Das ist Encore. Oh, kann ich nicht. Ich habe die übrigens rausgerissen, weil ich die an meinen Stand aufgehangen habe. Ich glaube, Encore von irgendeinem Hoyoverse-Game, glaube ich. Dann ist hier Frieren. Ich habe den Anime immer noch nicht gesehen und den Manga immer noch nicht gelesen. Dann hier habe ich eigentlich Pläne gemacht für 100 Days of Art. Dieses Format ist einfach nichts für mich. Ich merke das immer wieder. Hieraus habe ich ein Stickersheet gemacht. Das blende ich euch gerne ein, wenn ich es digital finde. Dann habe ich Cult of the Lamb Fanart gemalt. Hier ist, glaube ich, auch noch ein Charakter von Genshin Impact oder so, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Dann habe ich hier eine Taube gezeichnet. Ich wollte da eigentlich immer noch einen Sticker draus machen, aber daraus ist noch nichts geworden. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich daraus einen Sticker machen soll. Ja, hier habe ich versucht, ich habe das Buch How to Draw und habe versucht, das weiterzumachen, aber dann hatte ich keine Lust mehr, weil das Perspektive ist. Hier habe ich ein paar Conventions aufgeschrieben, wo man hin könnte. Hier habe ich festgestellt, dass ich Männer einfach nicht malen kann und Köpfe auch nicht. Hier habe ich angefangen zu schreiben, aus welchem Manga und Comics ich was gut finde. Hier habe ich wieder versucht, Männer zu zeichnen. Das war ein bisschen Failure, aber so sieht das aus. Hier habe ich angefangen, an meiner Hausaufgabe für die Bewerbung mich zu sitzen für das Studium. Hi, bum bum. Hier habe ich auch im Vergleich jetzt Gesichter gezeichnet und ich finde, das andere ist definitiv besser. Ich habe hier ein bisschen mit Aquarellfarbe versucht zu malen, aber irgendwie hat das Papier die Aquarellfarbe nicht ganz so cool angenommen. Ich weiß nicht. Da habe ich The Last Campfire gespielt, genau. Und ja, was soll ich sagen? Das war ganz süß, aber ich habe es nicht weitergespielt. Hier sind Mannequins, die ich gerne auch mal gemacht habe. Hier sind weitere Ideen für die Hausaufgabe. Es tut mir leid, wenn die Katze jetzt immer an das Mikrofon herrennt.
Sorry. Und zwar ging es bei der Hausaufgabe darum, ein Designkonzept für Elektroschrott-Verarbeitung in Akbok Blauschnee zu machen in Ghana. Sehr krass, was da abgeht. Deswegen habe ich mir auch noch kein neues Handy gekauft. Hier geht's weiter. Ich habe angefangen, Thumbnails zu machen, Ideen aufzuschreiben. Hier habe ich dann zwischendurch das Charakterdesign. Ich fand das Charakterdesign eigentlich total cool, aber irgendwie habe ich halt Probleme, Charaktere immer gleich zu zeichnen, wie man hier unschwer erkennen kann. Hier sind noch mehr Mannequins, Gesichter. Hier versuche das auch in einem Blog zu machen. Ich schreibe mir ziemlich viele Sachen auf, weil ich ganz oft Ideen habe oder Anmerkungen zu meinen Skizzen, dann vergesse, was ich eigentlich machen wollte und deswegen schreibe ich das auf. Hier habe ich mit Alkoholmarkern und mit den Acrylmarkern gemacht. Die Acrylmarker drücken nicht durch, die Alkoholmarker schon. Und hier habe ich versucht, Metall zu kolorieren. Fürs erste Mal ganz okay, sag ich so. Aber ich zeichne tatsächlich auch mehr mit Farben. Hier habe ich die Acrylmarker weiter ausprobiert und ich wollte eigentlich hier einen Fisch malen, aber irgendwie haben die auf der anderen Acrylfarbe nicht mehr ganz so doll gedeckt. Das ist ein Fisch, obviously, mit Acrylmarkern und den Hintergrund habe ich, glaube ich, mit normaler Acryl gemacht. Das hier ist mit mein liebstes Lieblingsbild. Die Krabbe sieht so cool aus und davon werde ich, glaube ich, auf jeden Fall nochmal einen Sticker machen. So für Limited Run oder so, ja. Das ist, glaube ich, damit bin ich dann halt damit habe ich halt weitergearbeitet mit dem Charakterdesign. Hier, weiß ich nicht, ob man das erkennt, habe ich mit Color Eno, also mit meinen Farbpenseln, so Skizzen gemacht zum Thema halt Mond, Wolken und Sonne. Das habe ich aber noch nicht weiter verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Hier habe ich hier habe ich Boxen gezeichnet, beziehungsweise habe geübt, Sachen auszuschneiden, die jetzt nicht so gut geklappt haben, aber gut. Hier sind auch hier Infos, woran ich arbeiten sollte. Dann Mannequins wieder gemacht. Ich glaube, das waren 30 bis 40 Sekunden. Steht hier. Gut, dass ich das aufgeschrieben habe. Hier habe ich mich am Thumbnail hingesetzt. Ich finde das extrem cool und ich überlege immer noch, das umzusetzen. Hier weitergeguckt. Ich habe hier einen meiner Lieblingsstifte gekauft bei Muji. Das muss ich euch zeigen. Wartet. Und zwar ist das dieser 6-Color Hexagonal Pen. Der ist total cool. So. Das ist der ist total cool. Hier habe ich versucht, ein Tier zu malen. Das hat nicht so gut geklappt, deswegen habe ich das überklebt. Das ist anderes, aber auch jetzt nicht viel besser. Dann wollte ich eigentlich über Switch Spiele schreiben. Ich hoffe, ihr hört den Lärm nicht im Hintergrund. Wenn ja, tut mir das leid. Und ich wollte ein Thumbnail machen, aber irgendwie hat das alles so zu lange gedauert, deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video auch gemacht habe. Egal. Hier habe ich wieder mit einem Ballpoint-Pen gearbeitet. Und das habe ich tatsächlich auch in ein Bild umgewandelt. Was mir aufgefallen ist, ich finde so Skizzen immer total cool. Die haben total was. Und wenn ich das in Clean Line Art mache, gefällt mir das nicht mehr so. Da wollte ich noch nach einer Lösung suchen. Hier habe ich versucht, mit Acryl was zu machen. Aber leider habe ich halt nicht so viele Farben. Deshalb ist mir manches nicht ganz so möglich, was sehr schade ist. Hier habe ich skizziert, keine Ahnung. Hier habe ich diese Skizze gemacht, die mir sehr gut gefallen hat. Und das habe ich euch in dem Jahr schon mal gezeigt. Ich habe die mit unterschiedlichen Materialien gezeichnet. Hier ist die mit Aquarellfarbe und im Laufe des Buches kommen wir noch auf Marker. Hier habe ich wieder Kompositionen ausprobiert und ein paar Sachen aufgeschrieben, an die ich mich null erinnern kann. Hier war ich unterwegs mit einer Künstlerkollegin und habe was abgezeichnet. Hier wollte ich auch anfangen, was abzuzeichnen, aber habe es dann sein gelassen. Das sind halt auch so Thumbnail-Ideen. Hier habe ich meinen Bodycon und Bodychan, glaube ich, wieder als Pose, als Beispiel genommen und habe versucht, so ein bisschen dieses Kästchenzeichnen, wie soll ich sagen, auszuprobieren, dass ich die Charaktere in cooleren Posen machen kann. Die gefällt mir tatsächlich gut, die Pose. Das finde ich irgendwie cool. Ich liebe es halt, mit Kugelschreiber zu zeichnen. Wie man das hier sehen kann. Das mag ich sehr gerne, auch wenn es jetzt nur gescribbelt ist. Das ist mein Schaf, Mochi. Ich habe die versucht, mit Acrylmarker zu zeichnen, aber das gefiel mir nicht so. Hier ist halt Bodycon und Bodychan. Das ist actually an meinem Geburtstag. Okay. Da habe ich
halt Bodycon und Bodychan in Perspektive gemalt, was eigentlich total cool ist, muss ich öfter machen. Und dann hier wieder, sagt mal schnell, Zylinder in Perspektive. Hier ist das, sind wir im Art Department. Da waren wir im Berliner Naturkundemuseum. Das war total cool. Das habe ich hoffe, YouTube flaggt mich dafür nicht. Und das ist von Inka Schulz. Ich glaube, so heißt sie. Die hat bei Blizzard damals gearbeitet und glaube ich, arbeitet jetzt bei Magic the Gathering. Ich habe sie gefragt, ob sie mir was reinmalen könnte. Ja, hier war ich noch in Berlin, Bode-Museum. Und dann hatte ich hier eine Idee für, hier eine Idee für ein Bild. Ich finde die Komposition nach wie vor extrem cool. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich super viele Ideen für Bilder, aber irgendwie gar keine Kapazität, das umzusetzen. Und ich bin ja ein großer Fan von Art Nouveau und habe hier ein bisschen angefangen, die Shapes, die typischen davon, so zu analysieren. Es gibt auf Amazon ein Buch, was zu dem Thema halt auch ist. Ja, und hier, wie man sieht, habe ich das einmal mit Markern gemacht. Dieses Papier ist kein Markerpapier, offensichtlich. Und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, das zu kolorieren. Ich sag mal so, ich habe relativ gut hier verblenden können. Das gefällt mir sehr. Da werde ich auch echt besser drin, wenn ich das so sagen darf. Aber mir gefällt die Aquarellversion tatsächlich besser. Also schreibt mir mal in den Kommentaren, welche ihr besser findet. Aber es war total cool, das zu machen, weil mit unterschiedlichen Medien sieht es halt auch unterschiedlich aus. Und natürlich hier ist der Nachteil, dass es relativ klein ist, ne? Dann habe ich hier Elden Ring Charaktere nachgezeichnet, weil mir aufgefallen ist, dass die Gliedmaßen von den Charakteren, die so menschlich sind, super lang sind. Dann habe ich versucht, meine Katzen zu zeichnen und festgestellt, dass sie einfach viel zu schnell sind. Und habe, falls ihr ihn kennt, von Peter Hahn angewendet, wie ihr hier sehen könnt, so die Mitte von einem Gegenstand oder von einem Tier herauszufinden, um dem Ganzen mehr Volumen zu geben. Ich finde, es hat relativ gut geklappt. Das sollte ich auf jeden Fall nochmal machen. Jo, hier wollte ich eigentlich eine neue Patreon-Illustration machen. Ich habe ja aufgehört und hatte halt ein paar Ideen für Hexen, beziehungsweise auch aufgeschrieben, was man Cooles machen konnte für Patreon. Habe ich nicht gemacht. Mein Patreon ist zu. Hier habe ich wieder versucht, Bänder zu zeichnen und war total unzufrieden und habe hier auch versucht herauszufinden, was ist das? Keine Ahnung. Ach, ich glaube, ein Gestell soll das sein. Ist ja auch egal. Naja, auf jeden Fall habe ich das hier gemacht. Hat nicht ganz so geklappt, so wie ich das wollte. Hier habe ich dann eine vorherige Skizze nochmal skizziert. Ich finde die eigentlich sehr cool. So von der Pose her ist halt mal was anderes. Hier habe ich wieder Köpfe gemacht. Sieht man jetzt sehr gut. Wegen den Alkoholmarkern auch hinter, nicht? Ja, und hier habe ich angefangen. Entschuldigung, meine Nase läuft. Hier habe ich angefangen mit Alkoholmarkern und dem dicken Schissel, so nennt man den, Two-Color Value Studies zu machen, was wirklich total cool ist und mir, glaube ich, echt geholfen hat. Dieses Zitat ist: In a society that profits from you being stuck on your phone, giving your attention to art is a rebellious act. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist die Autorin. Wait a minute. Ich lese so viele Bücher gleichzeitig. Das ist die Amy McNee. We Need Your Art. Und die hat einen Talk gegeben, den ich random in die YouTube-Timeline gespielt bekommen habe. Und das ist ein total cooles Zitat. Das nehme ich mir auch sehr zu Herzen. Da habe ich wieder versucht, mit Acrylmarkern was zu zeichnen, was ich auf Pinterest, also einen Käfer zu zeichnen. Die Farben sind halt nicht ganz so gewesen oder hatte ich halt nicht, die ich hätte brauchen können. Also wenn mich irgendein Acrylmarker-Firma sponsoren wollen würde, würde ich sehr gerne machen. Ich habe gesehen, dass eine das mit einem Pinsel und Wasser verblendet hat, sorry. Das hat für mich nicht so gut geklappt. Hier sind 3 Value Studies. Dann habe ich hier versucht, noch was hinterzumachen. Genau, da wollte ich das Thumbnail fürs Art Department machen. Hier ein bisschen Foreshortening und so. Das fiel mir da auch gar nicht mal so schwer. Und dann hier nur weiß und schwarz Value Studies. Hier ein paar Memes abgezeichnet. Dann 3 Value Studies. Dann hier. Das finde ich nach wie vor sehr lustig, diese Seite. Das sind Memes, wie man sehen kann. Ich und nehme Eyebrows und schmeiße durch die Gegend. Oder jemand hat eine Ente auf dem Kopf und sitzt in der Badewanne.
whatever. Ihr werdet die wahrscheinlich alle kennen. Hier sind, das hat mir sehr Spaß gemacht. Und dann, das waren hier auch 2 Value Studies, weil es wirklich dein Hirn total anstrengt, das halt nur mit 2 Values darzustellen, dass man das lesen kann. Hier habe ich wieder mit Acrylmarkern versucht, was zu zeichnen. Ich finde es jetzt nicht so schlecht. Ich hätte jetzt hier noch mit Polychroms drüber zeichnen können, aber ich habe mir dann gedacht, moving on. Wie gesagt, dieses Skizzenbuch ist, wie ihr sehen könnt, extrem hässlich, aber ich liebe es trotzdem total, weil mich das total weitergebracht hat. Vor allen Dingen, weil ich in so kurzer Zeit relativ viel gefüllt habe und gezeichnet habe und es mir wirklich egal gewesen ist, wie es ausgesehen hat. Ich meine, ich habe hier ein paar coole Sachen, wo ich mir mehr Zeit gelassen habe und so, aber am Ende des Tages ist es halt ein Skizzenbuch. Das Problem ist, ich vorschortne jetzt mal hier dieses Strathmore Mixed Media Skizzenbuch, was ich geschenkt bekommen habe, kostet halt einfach 35 €. Das Papier ist auch extrem krass und da geht auch gut hier Aquarellfarbe drauf und so. Und das ist wirklich hochwertig so. Und ich muss wirklich sagen, dass ich mir hier sehr schwer falle, solche Seiten hier drauf zu klatschen, weil das halt einfach wasted paper ist, sage ich jetzt mal so. Andererseits, ja, was soll ich sagen? Ich habe hier auch Skizzenseiten, die sein mussten, sage ich jetzt mal. Aber ich merke, dass das dadurch ja nicht so einfach zu befüllen ist. Aber das werde ich noch ändern. Ja, weiter mit dem hier. Hier sind nochmal Value Studies. Hier wollte ich nochmal so einen Fisch zeichnen, das hat aber nicht geklappt. Hier wollte ich was abzeichnen. Aber also ich hatte da noch extrem große Probleme, die Farben, die auf dem Bild sind, in traditionelle Farben umzurechnen oder mir dann Farben zu nehmen, die zu passen könnten. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen besser geworden. Hier sind, ich glaube 3, ja, Value Studies. Ja, steht auch da. Ja, und das war's. Hier habe ich nichts mehr hingezeichnet und hier auch nichts. Ja, hier habe ich auch nichts mehr drin. Ja, und das war das Skizzenbuch. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr stolz darauf, dass ich dieses Skizzenbuch so schnell fertig bekommen habe. Bin mir immer noch nicht sicher, was ich von diesem Format halten soll, weil ich, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, zeichne ich eigentlich immer Hochformat. Und das ist hier weird. Ich glaube aber, tatsächlich für Landscapes und so ist dieses Skizzenbuch sehr, sehr gut. Davon habe ich auch noch eins, aber nicht von Leuchtturm, sondern von Sakura. Das ist wesentlich dicker, wie man hier sehen kann. Das ist auch eher so ein Sketchbook als alles andere. Ich habe hier auch tatsächlich 2 Sachen reingemalt. Das Papier ist okayisch, sage ich jetzt mal. Ja, dann habe ich dieses Skizzenbuch. Da kommen wir jetzt zu, der Ausblick. Dann habe ich dieses Skizzenbuch. Wie ihr feststellen könnt, habe ich extrem viele Skizzenbücher. Hold up. Und das hier. Diese Skizzenbücher gehen halt definitiv wesentlich schneller, weil das halt ein viel kleineres Format ist. Jo, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, diese kleine Sketchbook-Tour. Wir sehen uns im nächsten Video auf jeden Fall wieder, wo ich ein bisschen darüber erzähle, was ich die ganze Zeit so gemacht habe. Ein bisschen habt ihr ja schon sneaken peeken können. Und ansonsten wünsche ich euch was. Bis dann.